Also ich muss echt sagen, wenn man das hier als Aquarium machen würde, das wäre der Traum. Die ganzen Doktoren hier, wie sie am Eigen knabbern sind. Als allererstes habe ich ein Grundmodell modelliert aus Plastilin. Was wir hier gemacht haben, ist uns eine Technologie aus der Luftfahrt zu klauen. Ah, Sesam, öffne dich. Druck. Gestorben ist für dieses Riff keiner. Drop. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen fantastischen Video. Neben mir sitzt der Philipp und wir sind heute an einem ganz besonderen Ort, denn ich glaube, wenige YouTube-Kanäle beginnen unter dem noch eines Dinosauriers, oder? Ich glaube, das ist der einzige. Heute, meine Damen und Herren Aquarien-Nerds, gibt es für euch eine der coolsten Sachen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wir reden hier von einem künstlich erschaffenen Riff mit mehr als 3000 handgefertigten Modellen. Über 3 Jahre lang hat das Team des Senckenberg Museums in Frankfurt an diesem Projekt gearbeitet, bevor es kleinen und großen Kindern erlaubt wurde, ihre fettigen Finger an den Scheiben abzuwischen. Also ich habe noch nie irgendetwas in dieser Richtung gesehen. Das gibt es auch nicht auf dem Planeten nochmal in der Größenordnung, oder? So ein Riff nachbauen ist ja auch gar nicht so schwierig. Du nimmst ein bisschen Farbe, nimmst ein paar Korallen und bastelst irgendwas zurecht. Ja. Aber das ist nicht unser Anspruch. Wir, das Senckenberg, wollen ein echtes Riff nachbauen. Und da ist es tatsächlich so, also was so gut ist wie das hier, das wüsste ich jetzt auch nicht, dass das nochmal gibt. Wie ist das Ganze denn aufgebaut? Ihr habt hier riesige Scheiben, die sind wahrscheinlich, ich bin jetzt eher im Normal-Aquarienbereich unterwegs, nicht so dick. Naja, nicht so dick ist nicht gesagt. Also unsere Scheiben haben immer noch 16 mm. Bedeutet andersrum, dass dieses kleine Vitrinengebilde, was wir hier gebastelt haben, unser kleines Aquarium, fast 2 Tonnen wiegt. Und das ist für ein denkmalgeschütztes Haus, Baujahr 1906, echt eine Herausforderung. Das Riff ist insgesamt fast 7 Meter lang und über 3 Meter breit. Das hat eine Grundfläche von rund 20 Quadratmetern. Und trotzdem ist es natürlich so, dass so eine 16 mm Scheibe eigentlich auf einen Punkt draufknallt. Das bedeutet, wir mussten hier erstmal einen Statiker herholen und dem sagen, was für ein Irrsinn wir hier vorhaben. Und das noch mitten im Raum. Ja? Also der hat sich sehr gefreut über unsere wahnsinnige Idee. Wie hoch ist das? Das Riff selber ist 3,5 Meter hoch. Ja. Und dann kommt noch ein bisschen Luftraum, also dann kommt eine Abhängedecke, wo wir eine Wasseroberfläche simuliert haben. Und dann hast du noch mal 1 Meter für einen ganzen Unterbau, damit auch eine ganze Schulklasse sich von einer Seite dagegen lehnen kann, ohne dass unsere Vitrine umfällt. So Leute, ich bin jetzt mal kurz alleine hier in diesem Raum. Ich muss das mal erleben. Das ist so fantastisch, wie das gebaut ist. Ich kann es echt nicht fassen, was für eine Detailliebe hier drin steckt. Gönnt euch mal hier die Anemonenfische. Die ganzen Doktoren hier, wie sie am Eigen knabbern sind. Und hier, Grüße gehen raus an Tobi. Da ist nämlich eine Prachtsäbchen am Start. Ja, schon ganz geil. Also ich muss echt sagen, wenn man das hier als Aquarium machen würde, das wäre der Traum, wirklich. Also von den Ausmaßen her, boah. Das war genau der Grund. Wir wollten hier einfach wirklich so tun, als ob es ein echtes Aquarium ist. Und es sollte wirklich alles so echt wie irgend denkbar sein. Und tatsächlich, die runden Ecken, die kamen bei einer Besprechung durch ein iPhone zustande. Durch ein iPhone? Wir haben einfach das Handy auf die Pläne draufgelegt und dann plötzlich hieß es, Mensch, geil, das sieht doch genauso aus, wie wir es wollten. Und dann sind wir einfach zum Vitrinenbauer gegangen und haben gesagt, so, da, bau uns mal dieses Handy in 3D nach. So, das Ding geht ja auch auf. Aha. Wie ist das denn verarbeitet? Also ihr habt wahrscheinlich ganz große Scharniere hinter diesen weißen Dingern, oder? Großes untertrieben. Das war das schwerste kleine Päckchen, was ich jemals gekriegt habe. Also die Scharniere sind vielleicht nur so groß, sind aber voll massiv Edelstahl. Und das sind Monster. Also ein Scharnier waren mehrere Kilogramm. Wahnsinn. Die Tür ist natürlich super schwer, ja. Also die Tür selber hat, glaube ich, so an die 500 oder sowas Kilo. Ah, Sesam, öffne dich. Druck. Hier sieht man jetzt auch deutlich, dass es doch ein bisschen mehr Glas ist, als man so auf den ersten Blick denken würde. Ja, doch. Ja, 16 mm. Gut, das sind 2 Scheiben ineinander geklebt, sehe ich gerade, ne? Genau, das ist ein Verbundsicherheitsglas mit einer Folie zwischendrin. Aha. Einfach, dass wenn irgendeiner dagegen knallt, dass da nichts passieren kann. Und auch die sehr, sehr dezenten Scharniere sieht man jetzt relativ gut. Oh ja, oh ja. Durchaus hier. Die Tiere, die man jetzt hier sieht, wir schauen ja gleich mal in die Werkstatt auch,
Also sind die alle echt oder sind die alle nachgestellt? Zum Beispiel die Korallen, die sind alle echt. Ja? So eine Koralle abzuformen, das würde nie was. Dann nimmst du lieber eine echte her, bemalst sie so, damit sie auch wirklich nach was aussieht. Was zum Beispiel einen Fisch anbelangt, den kannst du unmöglich mit dem Original darstellen. Schau dir mal einen Fisch an, was damit passiert, wenn der am Strand liegt. Das sieht aus wie eine trockene Flunder, ja? Da geht nichts. Aus dem Grund werden Fische gefriergetrocknet und dieses tiefgefrorene Etwas wird in Silikon abgegossen und daraus machen wir dann eine Replik, also eine Kunstharzreplik. Also ganz, ganz viele Objekte hier sind zwar vom Original genommen, aber sind dann irgendwie zurechtgeschönigt. Habt ihr hierfür jetzt Fische aus dem Meer nehmen müssen oder habt ihr andere Quellen gehabt, wo jetzt nicht ein Tier hierfür auch gestorben ist? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es ist uns eigentlich nicht mehr möglich, für solche Aktionen hier irgendwelche Fische aus dem Meer zu holen. Das Riff ist das Werk der Deutschen Naturkundemuseen. Es gibt hier einen ganz regen Austausch. Hey, sag mal, ich habe eine Makrele, hast du mir mal, keine Ahnung, irgendwie eine Abgussform von einem Haifisch? Ja? Und auf die Art und Weise kam es zu einem Austausch zwischen allen möglichen Museen, wirklich von Bremen bis runter nach Stuttgart, die uns mit Formen, mit Objekten unterstützt haben. Gestorben ist für dieses Riff keiner. Ich meine, ich filme ja primär Aquarien und sowas und da ist der Tiefeneffekt ein ganz anderer. Also hier siehst du wirklich faktisch, auch wenn Glas drumherum ist, wie tief das Ganze ist. Und bei einem Aquarium hast du diesen Effekt, wenn du an der Seite stehst und einmal von oben drauf guckst, siehst du plötzlich, wie tief das ganze Ding ist. Das fällt hier ja komplett weg. Ja, die Optik ist natürlich eine ganz andere und das war eine Herausforderung auch für die Präparatorin. Ja, klar. Damit die Farben trotzdem so wirken, wie wenn es unter Wasser ist. Weil neben dem Tiefeneffekt hast du ja auch immer so eine Blauverschiebung durchs Wasser. Ja. Und unser Wasser ist ja so klar hier in der Vitrine. Oh, ja, so klares Wasser, das ist der Wahnsinn. Ja. Wenn wir da jetzt mal reinschauen, erkennt man ja, dass ihr auch Parkett freigelassen habt. Wir wollten auch dieses Museum weiter darstellen. Wir wollten nicht nur ein richtig cooles Riff machen, sondern wir wollten darüber aus auch zeigen, das ist unser Riff, das Senckenberg-Riff. Und in so einem Haus hast du halt nun mal einen schönen Parkettboden in Eiche wie hier. Ja. Und den haben wir fröhlich in der Vitrine weiterlaufen lassen. Und da wächst unser Rifffelsen raus. Das Becken ist in 3 verschiedene Bereiche aufgeteilt. Ein Teil zeigt das Riff am Tag, einer bei Nacht und ein Teil die fortlaufende Zerstörung der Riffe. Was ist denn so die Grundidee oder was wollt ihr mit dem Ganzen denn so bewirken? Also ganz wichtig ist uns nicht zu zeigen, wie toll, wie vielfältig, wie schön ist ein Riff. Was ist das, was wir heutzutage in Indonesien erleben können? Was passiert denn, wenn wir weiterhin das Klima so erwärmen, wie wir es momentan machen? Wie leben Menschen mit und vom Riff? Wie sind die Denkweisen von Leuten, die zum Beispiel irgendwo auf einer Südseeinsel leben und versuchen, sich dort für Riffschutz einzusetzen, genauso wie Leute, die hier in Deutschland an dem Thema arbeiten. Und aus dem Grund haben wir uns sehr früh entschieden, auch ein richtig hässliches Riff darzustellen. Ein Riff, wie man es leider bei Schnorchelgängen oder bei Tauchgängen immer häufiger erlebt. Also die Seite ist ja fast schon die naturgetreueste Seite mit den ganzen Akroporen und so, die man dann sonst überall verteilt sieht. Das sieht ja leider gar nicht mehr so aus heutzutage im Normalfall. Also du hast gerade Indonesien angesprochen, du musst, glaube ich, schon ganz schön suchen, bis du ein so intaktes Riff findest. Das ist ja genau das Schlimme. Wenn ich zum Beispiel vor Westaustralien irgendwo schnorcheln gehe, dann muss ich echt lange suchen, bis ich meine quietschebunte Koralle sehe. Weil der Großteil halt heute so aussieht. Ja? Ich habe irgendwo ein blödes Fischernetz, ich habe Mikroplastik und großen Plastik da drin. Ich habe irgendwelchen Irrsinn, wo Leute meinen, sie müssen unbedingt Haifischflossensuppe essen, bis hin zu irgendwelchen anderen Überresten der Zivilisation, die einfach mein Riff massiv bedrohen. Und wenn es einfach nur einer ist, der von seiner fetten Yacht gerade mal wieder einen Anker runterschmeißt und dadurch die Hälfte der Korallen zerschmettert. Anna gehört zum Team, welches die Modelle für das Riff anfertigt, und ich als Kunstfan will natürlich wissen, wie man sowas macht und wie man auf sowas kommt. Für mich war eigentlich irgendwie ganz früh schon klar, ich will etwas machen, was mit Naturwissenschaft zu tun hat, aber auch Handwerk und Kunst. Also ich wollte irgendetwas finden, was diese Bereiche miteinander verbindet. Finde ich sehr schön, weil ich studiere Biologie und Kunst. Genau, im Grunde genau das. Und dann war es für mich eigentlich klar, okay, nochmal, ich muss jetzt erstmal gucken, was ich mache, wo gehe ich hin. Und dann habe ich die Ausbildung hier am Senckenberg gefunden, also erstmal zur technischen Assistentin für Forschungsinstitute und naturkundliche Museen. Und darüber habe ich eben die zoologische Präparation auch mitunter kennengelernt, und da habe ich direkt gesagt, okay, das ist eigentlich das, was ich machen will. Welches von den ganzen Tieren hast du jetzt gemacht? Ach, da kommen ein paar zusammen. Also unter anderem die Haie sind von mir. Das war ein großes Anliegen eben von unserem Team, dass explizit Weißspitzenriffhaie zu sehen sind.
Man muss sie von Grund auf neu bauen. Das ist jetzt einer der letzten Haie, die jetzt noch nachgetragen werden. Also im Grunde sind es jetzt die 4 Haie, die oben sind. Es sind jetzt schon, also ich sag mal, ein Rudel. Der hier kommt auf die Totriffseite, wird ein gefinnter Hai. War mir persönlich ein großes Anliegen, als ich die ganze Recherche gemacht habe zu den Haien. Da stößt man eigentlich nonstop auf grausame Bilder. Und weil das wirklich immer noch ein extrem großes Thema ist, hatte ich das Glück, dass ich sozusagen das Go bekommen habe, eben so einen Hai eben auch noch darstellen zu können. Auch mit abgeschnittenen Flossen? Auch mit abgeschnittenen Flossen. Also die Flossen werden jetzt nicht noch irgendwie, die sind ja quasi nicht mit drin, ja, aber genau. Hier sieht man so ein bisschen, wie das dann zustande gekommen ist. Als allererstes habe ich ein Grundmodell modelliert aus Plastilin in einer geraden, gestreckten Form. Und daraus habe ich dann eine Form erstellt, in die ich dann PU-Schaum eingießen kann. Ah, okay, also da ist eine Öffnung oben? Genau, da ist eine Öffnung oben, da kommt dann PU-Schaum rein und die kann ich dann jeweils immer rausholen, in verschiedene kleine Schnittteile zerteilen, neu zusammenschäumen und dann komplett nochmal neu aufmodellieren. Das heißt, so kann ich dann quasi mit einem Rohling, der immer gleich aussieht, dann ganz verschiedene Formen herstellen. Okay, also aus dieser Form entstehen dann diese Teile. Die schneidest du auseinander, schraubst die dann, die sind ja Schrauben drin. Genau. So wie du es haben möchtest und dann wird das quasi nochmal eingefasst, einlamiert. Also im Prinzip, genau, ja. Okay. Wir benutzen in dem Fall eine lufthärtende, tonartige Modelliermasse benutzt. Die ist relativ leicht und härtet dann von sich aus und muss dann aber noch koloriert werden. Kann man das hier so ein bisschen als Biotop-Aquarium in Anführungsstrichen sehen? Habt ihr quasi die Tiere und so auch ausgewählt, wie sie jetzt im indonesischen Raum vorkommen? Das ist ja wohl das Minimum, was wir machen können. Also wir sind weit darüber hinausgegangen. Wir haben uns auch beraten lassen von Kollegen aus unserem Leibniz-Verbund der Forschungsinstitute in Deutschland, ja, Zentrum für marine Tropenforschung in Bremen. Die haben uns wirklich bei jedem einzelnen Viech an die Hand genommen und gesagt, okay, das Tier darfst du nur auf der Nachtseite. Nee, das geht gar nicht, der muss zusammen mit dem hier oder der könnte dies oder jenes machen. Die Haie, die hier nachts einfallen, ja, und die eine mega Bedrohung für das Riff sind, in unseren Augen, völliger Schwachsinn, ja, eigentlich die Gesundheitspolizei des Riffes. Diese Haie hier wurden von einem Ursenkenbergler vor über 150 Jahren beschrieben. Das ist ein Taxon, was ein Senkenbergler entdeckt hat. Ach, und krass. Dessen Holotyp bei uns in den Forschungssammlungen eingeschnapst liegt. Also der Weißspitzenriffhai wurde von euch, also von hier aus Frankfurt aus beschrieben? Also ich war es nicht, das ist ein bisschen länger. Ach was. Ein gewisser Rüppell war, das Ding kennt man nicht so richtig, aber das ist so ein Kerl, so ein bisschen im Stile von Humboldt, Alexander von Humboldt, als einer der großen, bekannten Naturforscher des 19. Jahrhunderts. Ihr habt ja wirklich auf allen möglichen Scheiß geachtet. Wenn man sich euren Papageifisch anschaut, der hat ja sogar eine Schleimblase drin. Also da haben wir schon häufiger mal gehört, Moment mal, warum habt ihr denn da eine Plastiktüte um diesen Fisch rumgemacht? Ja? Ich meine, hier brauche ich es nicht zu erklären, dass der arme Kerl hier einfach nur pennt. Ja. Wie ist das Ganze jetzt beleuchtet? Ich kann dir mal kurz so ein bisschen rein. Verschiedene Beleuchtungen. Wir haben einmal ganz simple Strahler, die wir durch die Decke durchgejagt haben, die mal so eine Grundbeleuchtung reinbringen. Aber was eigentlich die Innovation in der Beleuchtung ist, sind kleine Spots. Hier haben wir sowas, wir haben hier zum Beispiel diesen Schiffsanker ein bisschen betont, um zu zeigen, ach schau mal, wie scheiße, wenn ich hier einen Anker einfach quer durch die ganzen Korallen durchjage, was da alles abbricht, was alles kaputt geht. Und um das Ding so ein bisschen mehr in Szene zu setzen, sieht man hier ein kleines Licht. Jetzt habe ich aber ein Exponat, das ist riesengroß und das werde ich auch so nicht so bald wieder abbauen. Das heißt, völlig egal, was für eine Lichtquelle ich einsetze, irgendwann mal geht sie kaputt. Auch bei LED, die haben 20.000, 30.000 Stunden, irgendwann mal verreckt das Ding. Was wir hier gemacht haben, ist uns eine Technologie aus der Luftfahrt zu klauen. Und zwar sind es die guten alten Schwanenhalsleuchten mit Glasfasersträngen innen drin. Die werden immer noch produziert, die verwendet man zum Beispiel für die kleinen Lämpchen, die man aus dem Flugzeug kennt, die an jedem einzelnen Sitzplatz sind, damit die Lichtquelle zentral an einer Stelle ist. Und wenn du oben aufs Riff drauf schaust, das sind riesen fette LED-Scheinwerfer. Und die wiederum transportieren das Licht über Glasfaserstränge 5, 6 Meter weit bis zu diesem Punkt, bis zu dem Punkt da oben und so weiter und so fort. Es sind insgesamt 50 einzelne kleine Spots, die wir gesetzt haben. Also sehr schön, auch da oben das Seepferdchen mit diesem Q-Tip, vielleicht kennt der ein oder andere dieses Bild davon, ja. Auch das hat wieder seinen kleinen Strahler, der es anleuchtet und der es dann einfach noch mal ein bisschen highlightet. Wenn du das nicht machst, dann verliert es die ganze Dramatik. Im Grunde gehen denen ja auch Modelle vor, die halt per Hand modelliert wurden. Also das sieht man hier an der spanischen Tänzerin, die meine Kollegin Hilde gemacht hat. Das ist eine Nacktkiemerschnecke. Das ist hier das Plastilin-Modell, das quasi dem Ganzen zuvorgeht.
Daraus wird dann eine Abgussform hergestellt aus Silikon. In diese wird dann eben ein Kunstharz eingegossen, mit der man dann halt vervielfältigen kann. Das ist so ein bisschen wie Ton, oder? Von der Haptik her. Knete. So eine Knete im Prinzip. Ah ja, okay. Und dann als allerletztes wird das ja bemalt, oder? Genau, da haben wir unter anderem extra einen Raum für, weil wir viel mit Airbrush gearbeitet haben. Das heißt, das wird auch teilweise aufgesprüht. Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei den Haien, die sind einfach so groß und haben so einen schönen gleichmäßigen Übergang an den Farben. Da hat sich einfach Airbrush bewahrt. Ich sehe jetzt überall, ihr habt viele Fotos von Tieren. Definitiv. Das ist wahrscheinlich euer Werkzeug, oder? Absolut. Also ich glaube, wenn es eine Sache gibt, bei denen wir nicht gespart haben, waren es Eindrücke zu sammeln von den Tieren, die wir herstellen wollen. Was ich ganz besonders geil finde, ist der Krake. Ich glaube, wir müssen mal kurz hingehen. Ja. Der ist auch von dir, gell? Also den hast du komplett so angefertigt. Genau, der ist auch von mir. Ich bin sowieso ein riesen Cephalopoden-Fan. Da war es halt eben auch so ein Tier kann man schlecht konservieren, dass es irgendwie realistisch und naturalistisch aussieht. Und entsprechend war dann auch klar, so ein Krake muss nachgebaut werden. Also du musst schon künstlerisch so fit sein, dass du es auch schaffst, das Ganze naturgetreu umzuformen, oder? Also der ist von Grund auf modelliert, also der ist nicht abgeformt und also das ist wirklich, also ich habe das Grundgerüst ist im Prinzip ein Drahtgerüst und auf dieses Drahtgerüst habe ich dann aufmodelliert und dann wirklich Stück für Stück immer mehr, sagen wir die Muskelmasse bis hin dann eben zur Oberfläche und also es ist wirklich in dem Sinne ein Unikat, es gibt keine Form davon. Wahnsinn, Respekt, echt. Ist der große Manta auch von dir gemacht? Nein, ach, das wäre aber schön gewesen. Also als der hier ankam, da war ja hier noch Baustelle so, da waren wir einfach, also den ersten Tag einfach nur baff, haben da gestanden, uns unterhalten mit den Machern, die dann auch wirklich persönlich kamen und uns den überreicht haben und uns lange unterhalten und das war also super cool. Kann man das schätzen, wie viel jetzt so eine modellierte Figur wiegt? Das ist ganz unterschiedlich. Der Manta, auch wenn er so groß ist oder vielleicht gerade weil er so groß ist und halt eben hängen soll, der wiegt nur 35 Kilo. Ach krass. Also das ist wirklich ein Leichtgewicht, während dann zum Beispiel der Oktopus, den habe ich echt massiv gebaut. Insgesamt wiegt der um die 10 Kilo. Also so ein Drittel von dem, obwohl der einfach irgendwie vielfach größer ist. Krass. Das ist ganz unterschiedlich. Also die Muräne ist eben auch von Grund auf modelliert. Willst du mir das mal zeigen, wie so ein Modell gebaut wird? Du meinst das den Riffkörper? Nein, ich meine sowas hier. Von dem haben wir übrigens da hinten noch ein kleines Modell, ne? Ah. Ja, und guck mal, ich glaube, man müsste das ein bisschen zurückschieben, weil der Muschelfelsen ist jetzt auch so knapp dran oder so. Ah, okay. Also ja, das war, genau, ist ein Entwurf, es ist natürlich alles ein bisschen anders gekommen vielleicht, aber so grundsätzlich haben wir uns schon daran orientiert, wie das Modell hier aussah. Also das war wirklich unser ständiger Begleiter. Das Modell war die ganze Zeit oben, als wir gebaut haben und war immer unsere Referenz. Hilde, du bist einmal so die Koordinatorin quasi in dieser ganzen Modelliergeschichte. Fische sind ja für dich auch Neuland gewesen, oder? Ich hatte mich vorher schon mit den Meeresthemen befasst, aber mit den Meeresnacktschnecken. Wo ich mich wirklich sehr drüber gefreut habe, ist, Fische überhaupt so kennenzulernen, wie sie sind. Also mit ihren Eigenschaften und Persönlichkeiten. Dass Fische neugierig sind, dass Fische aggressive Revierverteidiger sind, denen man es gar nicht zutraut. So kleine Fischchen, die aber wirklich richtig Dampf haben. Da habe ich mich wirklich drüber gefreut, also den Zugang zu bekommen zu Tieren, die man ja eigentlich gut kennt und sei es einfach nur als Nahrung oder in Aquarium. Aber ich hatte Fische einfach immer als sehr passiv eingeschätzt. So, die waren halt da und beim Schnorcheln oder so haben die einen vielleicht mal angeguckt. Wir haben halt versucht, die Geschichten, die sich abspielen in so einem Riff, die ganzen Zusammenhänge. Die Haie, wie sie sich ineinander verbeißen zum Beispiel. Ja, genau, ne? Das war eine tolle Idee von Anna, sowas darzustellen. Also, weil wir haben versucht, ganz viele Zusammenhänge und Geschichten damit zu zeigen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir es schaffen, mit diesem Kanal in so kurzer Zeit eine so tolle Community aufzubauen. Daher wäre es mir sehr wichtig, wenn ihr in den Kommentaren mal kurz eure Meinung zu diesem Projekt äußern würdet, denn das war ja heute mal was ganz anderes als sonst. So, ich danke dir für diesen Einblick in eine Welt, die ich vorher nicht kannte. Ich kenne das eigentlich, dass der ganze Kram da drin lebt. Umso schöner, wirklich mal auch eine ganz andere Form von Kunst und Naturliebe kennenzulernen. Von daher vielen, vielen Dank auch an dein Team. Ihr habt eine wahnsinnig tolle Arbeit gemacht mit diesem Projekt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr auch mal vorbeischaut im Senckenberg Museum in Frankfurt. Es gibt auch jede Menge anderen Klumpatsch hier zu entdecken. Also ihr habt ja alles, von irgendwelchen Dinosaurier-Skeletten über wirklich riesige Ausstellungen. Die größte
größte Sammlung habt ihr deutschlandweit an Viehkram und alles? An Viechern und Fossilien. 40 Millionen Viecher. 40 Millionen Tiere. Ja, lieber Tobias, wir möchten uns auch ganz herzlich bei dir bedanken. Also nicht nur ich, sondern mein ganzes Team möchte dir natürlich auch Danke sagen. Und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, was können wir denn dem großen Meister der deutschen Aquarien anderes bieten, als wenn wir ihm ein paar kleine Andenken von unserem Senckenberg-Riff mit auf den Weg geben. Das hier ist dein kleines Stück Senckenriff und dein Andenken daran, dass auch nicht echte Riffe toll sind. Danke Viel dir. Spaß damit. Was ist das genau? Das sind die Chromis. Das gibt's doch wohl in jedem normalen. Das kennen wir, Leute. Das kennen wir. Und das? Und diese kleinen Seescheiben, die haben wir in Massen bei uns im Riff verarbeitet. Das ist so ein ganz, ganz großer Klassiker. Irgendwann mal gibt es die auch als Gummibärchen, damit ich mir geil, das sieht so lecker aus, kein Scheiß. Vielen, vielen Dank. Das kommt in die Vitrine. Also Leute, einmal liken, einmal abonnieren, das volle Programm. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Tschüss.